Lieben, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen an alle, die neu sind und mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin die Kuchenfee, ich bin gelernte Konditorin und YouTuberin und jeden Sonntag als auch zum Teil donnerstags veröffentliche ich neue Videos, die rund um das Thema Backen und einfach alles Leckere zu tun haben. Das heißt, wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest in diesem Rahmen hier, dann klick doch einfach auf das Abonnieren. Das ist hier unten, dieser rote, schöne Button und dann wirst du regelmäßig benachrichtigt, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich zeige euch heute nach ganz langer Zeit, weil ich das so ein bisschen vermisse, endlich mal wieder, ist das eine Motivtorte? Ich glaube schon, ne? Passend zu Halloween, was ja jetzt am Ende des Monats ist, nicht allzu aufwendig. Ich war auch vor Monaten, als das eigentliche Unicorn-Thema total der Trend war ich total der Fan von diesem ursprünglichen Unicorn-Cake-Design, weil ich das als sehr einfach nachmachbar empfinde und nicht zu aufwendig, aber dennoch halt einen super schönen Effekt bekomme. Und das haben wir halt dann für dieses Thema hier abgewandelt. Ich muss aber davor sagen, ich werde mich hier nicht loben lassen für eine Idee, auf die ich nicht selber gekommen bin. Ich habe das ganz viel bei Pinterest und Instagram gesehen und dachte mir, perfekt, habe ich total Lust drauf. Ich vermisse Motivtorten machen. Lasst uns das einfach in Videoform nochmal auf meinem Kanal zeigen. Also da habt ihr den Hintergrund und den Ursprung. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, das ist mir immer ganz wichtig. Bevor ich euch jetzt ins eigentliche Video entlasse, wollte ich euch aber ein kleines Schmankerl für ans Ende des Videos einmal zeigen. Und zwar habt ihr oder werdet ihr gleich in dem Video sehen, dass ich einen super schönen Tortenretter benutze, der von einer Kollegin und Freundin von mir hergestellt worden ist. Und den werde ich jetzt hier auch nochmal in neu am Ende des Videos verlosen. Das heißt, wenn ihr den hier gewinnen möchtet, der ist zu haben, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Dann nenne ich euch dann die Teilnahmebedingungen sind, ne? Ja, aber bis dahin erstmal viel Spaß beim Video. Ich habe dieses Mal gestartet mit der Herstellung meiner Buttercreme. Ihr wisst, ich bevorzuge die italienische Buttercreme zu benutzen, habe mir die daher hergestellt. Wenn ihr lieber französische oder amerikanische benutzen möchtet, was auch immer ihr gerne mögt, benutzt das einfach und sobald die fertig ist, portioniert ihr euch, bei mir waren es 3 Farben, in kleine Schälchen, damit wir die einfärben können. Das heißt, hier habe ich mir einfach eine kleine Portion davon genommen. Ich wollte eine Art schwarze Buttercreme färben und dafür habe ich zuerst ein bisschen Kakao in meine Buttercreme gerührt, damit die schon mal eine etwas dunklere Basisfarbe hat und wir nicht so extrem viel Farbe dazu tun müssen. Habe mir dann mein magisches Pülverchen genommen, wo ich immer darauf zurückgreife, wenn ich sehr satte Farben haben möchte. Das ist die Pulver-Lebensmittelfarbe von Patifassand in schwarz und einfach nur eine schwarze Gelfarbe. Ich gucke, dass ich euch alle Farben, die ich jetzt hier benutzt habe, auf jeden Fall unten in der Infobox verlinke. Naja, ich habe auf jeden Fall meine Farben jeweils genommen, habe die in ein kleines Extra-Schälchen getan, um die da erstmal mit einem kleinen Portionchen meiner Buttercreme zu lösen und habe dann diese voreingefärbte Creme zurück in mein etwas größeres Schälchen getan und das dann eingerührt. Dadurch geht halt die Farbe selber erstmal nicht verloren und ihr könnt die wirklich erstmal aufarbeiten und auflösen, bevor ihr die dann halt in die größere Menge rührt. Genau so habe ich das dann auch bei den 2 anderen Farben gemacht. Ich habe hier anstatt so ein leuchtendes Orange, habe ich eher so ein Rostrotartiges genommen und ein Lila habe ich mir auch noch gefärbt. Habe das beides auf Seite gestellt, damit die Farbe noch ein bisschen einfach ziehen und wirken kann und mich in der Zeit um meinen Fondant hier gekümmert. Beziehungsweise bei mir war es eine Fondant-Marzipan-Mischung, die ich noch über hatte und in so ein Giftgrün eingefärbt habe. Die Farbe hieß tatsächlich so. Ja, habe mir die eingefärbt und habe dann angefangen, meine Masse hier auszurollen mit ein bisschen Speisestärke, damit nichts an meinem Tisch festpappt. Ich werde in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal ein neues Video dazu drehen, weil das, was es schon von mir gibt, wo ich über Einschlagen rede, das ist uralt und mir langsam total unangenehm. Also in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich so eine Basic-Reihe von mir geben, wo ich echt einige Videos aufarbeite und da wird dann auch das Einschlagen definitiv der Fall sein. Für diejenigen, die jetzt sich noch unsicher sind, habt noch ein bisschen Geduld, aber ich glaube, die meisten von euch können das mittlerweile super, super gut. Also das sehe ich auf jeden Fall und kriege immer das Feedback. Ich habe meinen eingestrichenen Dummy, weil ich keine richtige Torte benutzen wollte, weil ich den Spaß hier als Deko-Element in meinem Hintergrund benutzen möchte, habe ich mir einen Dummy genommen, habe den eingeschlagen. Ihr würdet das aber selbstverständlich bei einer ganz normalen Torte machen und genauso vorgehen, wie ich das hier mache, nur dass ihr die Torte natürlich vorher backt, füllt, schön durchkühlen lasst und dann das Medium eurer Wahl da drauf packt. Und bei mir war es halt diese Marzipan-Fondant-Mischung, die ich in grün eingefärbt habe. Aber ja,
Ich habe auf jeden Fall eingeschlagen und das Ganze dann einmal auf Seite gestellt. Ein bisschen glätten, wer Bedarf hat. Ich war soweit zufrieden und habe mich dann um meine Buchstaben gekümmert. Ich weiß nicht, ob ihr das eben gesehen habt. Ich habe einfach nur Bu geschrieben mit diesen Buchstabenleisten hier. Habe mir dafür ein bisschen was von meinem lilanen Fondant genommen. Den hatte ich noch in meinem Fondant-Reste-Farbeimer. Habe mir den geschnappt. Der muss ganz, ganz dünn ausgerollt sein, wenn ihr diese Leisten benutzt. Dann lege ich das gerne auf die Leiste drauf und rolle dann mit meinem Roller drüber. Gehe nochmal mit meinem Däumchen drauf und pitch die dann so richtig aus den Dingern raus. Habe mir das dann halt mit einem B und 3 O's gemacht und die auf Seite gelegt, damit auch die ein bisschen antrocknen können. Wo ich gerade schon am Kneten und am Spielen war, habe ich mir schwarzen Fondant eingefärbt. Und normalerweise würde ich euch immer raten, schwarzen Fondant, gerade schwarzen, fertig gefärbt zu kaufen. Ich war da ein bisschen spät dran, musste den deswegen selber färben. Wer sehen möchte, wie ich den so schwarz bekommen habe, klickt einfach mal unten in der Infobox, da ist ein geheimes Video verlinkt. Aus meiner Insta-Story, da könnt ihr euch das dann auch nochmal angucken, da erkläre ich das nochmal genau. Ich habe den auf jeden Fall schwarz eingefärbt, in so einen langen Strang gerollt, der an einem Ende was dünner ist, am anderen etwas dicker. Habe dann einen Schaschlikspieß mit ein bisschen Zuckerkleber, so eingefettet ist das falsche Wort, aber halt eingeschmiert und habe dann diesen Strang für das Hörnchen nach und nach daran aufgewickelt, aufgerollt, bis ich halt dieses, ist es ein Unicorn, nennen wir es Unicorn, das Hörnchen auf jeden Fall hatte. Das ist halt mal drum gewickelt, habe das dann nochmal so ein bisschen auf dem Tisch selber gerollt, damit es etwas gleichmäßiger wird und war dann mit dem Hörnchen schon mal fertig. Habe das auf Seite gelegt. Letzter Schritt sind die Öhrchen, die ich machen wollte. Habe mir da nochmal was von meinem schwarzen Fondant genommen und das jetzt ohne eine Vorlage, ohne irgendeinen Schnickschnack, einfach nur mit meinen Fingern, ihr könnt das ja sehen, ungefähr in so ein Dreieck geformt. Dann noch ein bisschen grünen Fondant da drum herum geklemmt. Das ist den, womit ich auch die Torte eingeschlagen habe und war dann da zufrieden mit meinen Öhrchen. Also ich habe da kein großes Hickhack drum gemacht. Super easy, super einfach. Habe das dann 2-mal gemacht, die auf Seite gestellt, damit die auch ein bisschen antrocknen können. Und das war dann hier einige Stunden später und wir können das Ganze jetzt endlich zusammensetzen. Das heißt, ich habe mir meinen Dummy auf eine Tortenplatte gepackt. Ja, da sind ein paar Blubberblasen. Ich erkläre euch am besten nicht, warum. Es ist ein bisschen ärgerlich, aber für mein Dummy hier war das jetzt nicht so dramatisch. Also stört euch da hoffentlich nicht dran. Ich habe auf jeden Fall meine Öhrchen schon angeklebt, einfach mit ein bisschen extra Buttercreme. Habe mein Hörnchen dann in mein Dummy reingeklemmt und mich dann angefangen auszuleben und meine verschiedenen Buttercremes aufgespritzt. Ich gucke, dass ich euch auch die verschiedenen Tüllen, genauso wie meinen Spritzbeutel, einfach mal unten in der Infobox verlinke, weil das 3 verschiedene sind, 3 verschiedene Größen. Aber bei der Technik selber kann ich euch eigentlich nichts irgendwie groß erklären. Lebt euch da einfach aus. Das ist immer für mich der spaßigste Teil an diesen Torten, sich da ausleben, einfach drauf los. Dekorieren, aufdressieren, hier ein bisschen, da ein bisschen, einfach aufs Bauchgefühl hören. Also da müsst ihr echt einfach gucken, worauf ihr Bock habt, wo noch was fehlt, hier noch was, da noch was. Und dann kommt ihr eigentlich relativ schnell ans Ende und ans Ergebnis. Was ich dann als nächstes noch gemacht habe, das sehen wir auch im nächsten Clip. Ja, ich hatte eine Menge Spaß. Ich glaube, das kann man mir auch nicht verübeln. Das ist halt der Schritt, der am meisten Spaß macht. Das Einzige, was ich jetzt gleich noch gemacht habe, ist Wimpern aufgemalt. Ja, ich glaube, wir nennen es mal Wimpern. Dass ich die aufgemalt habe, die habe ich einfach nur mit einem Lebensmittelstift, mit einem schwarzen, ganz locker aufgemalt. Das Aufmalen mit solchen Stiften funktioniert am besten, wenn euer Medium, euer Fondant, Marzipan oder eure Mischung schon ein bisschen angetrocknet ist. Das war hier bei mir der Fall. Und dadurch konnte ich ganz locker mit diesen Lebensmittelfilzstiften halt aufmalen. Diese Nadel, die ihr da vorne seht, die ist einfach nur immer für mich da. Das habe ich ganz, ganz oft, damit ich mir merken kann, wo gerade vorne ist. Nicht, dass ich irgendwie windschief dann irgendwas aufmale oder halt, ich habe immer irgendwo meistens einen Pick, damit ich weiß, wo hinten, wo vorne ist. Irgendwo, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Also lasst euch davon nicht stören. Der war nur für mich zur Hilfe. Ich habe mit dem Stift, wie ihr sehen könnt, also wirklich super einfach gemalt. Ja, so können wir es doch wirklich nennen. Habe bei dem einen noch eine Spinne aufgemalt und als letzte Deko habe ich unten so ein, man nennt das Perlrand, aufgespritzt. So wie ich das jetzt mache, ist es ein bisschen umständlich, weil die Kamera so komisch stand, aber
Ich habe auf jeden Fall so ein paar Punkte unten aufgespritzt, habe dann meine Buchstaben da reingesetzt, damit die ein bisschen Grip hatten und halt sich wo reinsetzen konnten. Und mein letzter Schritt war dann irgendwann dann, dass ich noch ein paar Perlen in Grau und in Grün oben drauf geschmissen habe. Und da war dann meine Torte. Und so einfach macht man dann ein Zombie-Unicorn. Ich weiß noch nicht, wie ich es im Titel nennen werde, aber so einfach macht man das. Wie gesagt, ich fand das schon immer ganz toll, weil es nicht zu aufwendig ist, aber der Effekt dennoch total hübsch ist. Von daher bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Der wird auf jeden Fall jetzt erstmal weiter hier bei mir im Hintergrund stehen, weil wir jetzt die nächsten Wochen noch mehr Halloweeniges drehen. Also ja, den werdet ihr wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal sehen. Ich wollte mit euch eben über das Gewinnspiel sprechen für diesen super, super hübschen Tortenretter hier von der Nicole. Ich mache da kein großes Hickhack und Drama draus. Ihr wisst, dass meine Gewinnspiele eigentlich immer super einfach sind. Das heißt, wenn ihr das genau einmal nachlesen möchtet, was ihr tun müsst, um den hier zu gewinnen, schaut mal unten in die Infobox. Dann kommt ihr hin, wenn ihr auf Mehr Anzeigen klickt. Dann wird die aufgemacht und da stehen dann die ganzen Teilnahmebedingungen. Im Endeffekt müsst ihr mir nur einen Kommentar schreiben, Abonnent meines Kanals sein und euch in die E-Mail-Liste eintragen, damit ich euch im Falle des Gewinnes natürlich dann kontaktieren kann. Aber das ist schon alles. Einfach mal unten schauen, da steht dann die Gewinnspielfrage. Easy, oder? Ich blubber nicht lange und quatsch nicht lange. Ich entlasse euch jetzt aus dem Video. Ich bin ganz gespannt, wie es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt ganz viel in die Kommentare. Ich freue mich immer super über Feedback und über generelle Kommentare. Also ja, wir sehen uns in den Kommentaren und hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!